Aber ich habe Tränen in meinen Augen. Ich versuche zu genießen jeden Moment auf dem Platz mit der Mannschaft. Das macht mir sehr glücklich. Wenn ich mache meine Augen zurück, ich denke über diese Momente. Matteo, wir stehen hier vor der Christusstatue, allerdings nicht in Rio de Janeiro, obwohl es fast genauso warm ist hier, sondern in Bad Ragaz. Mit offenen Armen wurdest du auch von der Mannschaft empfangen, ähnlich wie Christo hier. Wie hat sich das angefühlt, endlich wieder voll mit der Mannschaft im Training zu sein? Ja, so, ich bin sehr glücklich jetzt, endlich. Ich bin wieder zurück mit der Mannschaft, so jetzt die Zeit zu genießen und ich freue mich, wieder zurück zu sein. Die wichtigste Frage natürlich, wie geht es dir und wie geht es dem Knie? Es geht perfekt, so Training auch geht perfekt, mein Gefühl ist super, so ich genieße jetzt jede Minute auf dem Platz, so für mich ist es ein Geschenk, dann ich kann zurück auf den Platz sein und ja, ich versuche zu genießen jeden Moment und alles, was kommt auch. Musst du denn ab und zu noch an diese Situation denken, als es passiert ist mit deinem Knie? Oder was ist in deinem Kopf, wenn du die Bilder siehst von damals? Ja, wenn ich gucke die Bilder, was ich denke, ich bin jetzt viele Schritte vorne, so ich bin viel besser jetzt, so das auch macht mir glücklich und ich bin sehr zufrieden über die DNA und ja, ich versuche zu genießen jeden Moment auf dem Platz mit Mannschaft, mit Kollegen, so das macht mir sehr glücklich. Über deinen Weg zurück zur Mannschaft, in die Mannschaft, sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher, aber vorher gehen wir noch ein paar Meter. Ja? Aber es ist wirklich schön. Aber die Mannschaft hat nach deiner Verletzung T-Shirts getragen. Da stand drauf: viel Kraft, wir sind bei dir. Und viele BVB-Fans haben dir Nachrichten geschickt und viel Glück gewünscht, eine schnelle Gesundheit gewünscht. Wie hast du das gefühlt, als es bei dir ankam? ja, auf der Shirt, das war ein emotionaler Moment für mich und hat zu viel Kraft zu mir gegeben, weil in diesem Moment ich wusste nicht über das. So, das war ein sehr emotionales Moment. Ich war zu Hause auf dem Sofa, warten von dem Spiel und der Kollege mit der Shirt sehen, war ein emotionales Moment und hat zu mir viel Kraft gegeben. Beim DFB-Pokalsieg, bei der Siegerehrung, hat Toto dein Trikot angehabt. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Das war auch ein emotionales Moment und ich weiß nicht in Deutsch, aber ich habe Tränen in meinen Augen. So, das war auch ein sehr emotionales Moment, weil in diesem Moment ich war in einer schweren Situation und das hat auch sehr glücklich zu mir gemacht, weil für mich war wie du bist Part auf das und das war sehr emotional. Die ersten 3 Monate deiner Reha hast du in deiner Heimat verbracht. Wie wichtig war das oder warum wolltest du bei der Familie sein und auf Mallorca? Ja, ich denke, ich wollte zu Mallorca gehen, weil da ich habe die ganze Familie, ich habe meinen Freund so, und eine schwierige Situation, wie ich war in diesem Moment. Ich denke, was ist auch richtig ist, der Kopf, so der Kopf frei haben und viel Spaß mit Familie und so. Und hier in Dortmund, ich war alleine. Und ich habe gefragt zu dem BVB, kann ich zu Mallorca gehen und ich bin mit meiner Familie und auch mit Freunden und ich kann ein bisschen mehr Spaß haben und auf jeden Fall war ja und das war auch ein richtiger Moment für mich, weil ich war zu Hause, ich war mit meiner Familie und meinen Freunden und hat auch viel Kraft zu mir gegeben. Beschreib mal kurz diese Monate aus deiner Sicht in der Reha. Was konntest du alles machen in der ersten Phase? In Mallorca war mehr Arbeit mit Physio. Ich war mit beiden Rücken, so ich kann nicht so viel machen, aber wir waren in Physio und jeden Tag 3-4 Stunden gearbeitet. So. Und dann auch der Tage, den ich zurück zum Dortmund gekommen war auch richtig, weil in diesem Moment war der Moment, wo ich kann anfangen zu mehr machen und war auch ein richtiger Moment für mich. Kurze Frage. Weißt du, wer Martin López Zubero ist? Ich habe keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Das ist der bislang einzige spanische Olympiasieger im Schwimmen. 1992 über 200 Meter Rückenschwimmen.
Du warst ziemlich viel am Schwimmen, im Wasser zum Trainieren, oder? Du hast auch gesagt bei Instagram, dass du für Olympia 2032 trainierst. Welche Disziplin im Schwimmen machst du dann? Ich denke, ich weiß nicht in Deutsch, Butterfly. aber Butterfly. Ja, ich mag das. Okay, zurück zum Fußball und zurück nach Dortmund. Du hast es gerade schon leicht erwähnt. Wie war das, zurückzukommen, endlich wieder deine Mannschaftskollegen zu sehen? Hast du die vermisst, dass du wieder bei ihnen bist, auch wenn du noch nicht wirklich auf dem Platz warst, aber zumindest wieder in der Kabine? Ja, auf jeden Fall. Diese war auch ein richtiger Moment für mich, weil nach 3 Monaten in Mallorca, ich habe auch vermisst, das Gefühl, dann stehe mit Mannschaft in der Kabine und alles wie Mannschaft macht, normal. So, ja. Ich habe auch gefragt zum Doc, kann ich kommen zurück und wir anfangen zu arbeiten hier, und auf jeden Fall war ein Ja. Und wir haben angefangen die mehr Arbeit im Gym, auch im Laufen, Gehen. So, dieser Schritt war sehr positiv für mich, weil in diesem Moment ich habe die Schiene weg gemacht. So, das war auch nach 3, 4 Monaten war auch ein sehr cooler Moment. So, und ja, auf jeden Fall, das war richtig für mich. Deine Rückkehr nach Dortmund war im August 2021, also fast genau vor einem Jahr. Und du musstest dich dann immer noch langsam rankämpfen. Trotzdem, immer wenn man dich gesehen hat, warst du positiv. Du hast gelacht, du warst freundlich, also so kennt man dich eigentlich. Wie hast du es geschafft, so positiv zu bleiben in dieser schwierigen Phase? Ja, vielleicht, wenn du sprichst mit meiner Freundin oder mit meiner Mama, sagen, ich bin nicht so positiv, aber nein, ich denke, in diesem Moment, wenn hast du lange Verletzungen, die beste Weg zu Wettkampf gegen die Verletzung ist positiv bleibend, und ich habe versucht zu das machen. So, für mich auch, wenn du bist negativ oder ist alles schwer zu machen, so wenn du bleibst positiv ist ganz einfach und hast du mehr Bock zu alles machen. So, ich denke, ist auch ein richtiger Part auf dem Weg zu positiv bleiben, weil wenn du bist positiv, alles geht besser. Du hast gerade ein paar Momente angesprochen. Die Schiene weg, das erste Mal gehen, ein bisschen mehr im Kraftraum machen. Wenn du zurückdenkst, was waren so die großen Schritte, die du erreicht hast, wo du gesagt hast, wow, ich bin jetzt wieder einen Schritt näher ran? Ja, ich denke, auf diesem Moment war, wenn ich komme zurück zum Dortmund, so ich habe den Swim rausgemacht, so ich habe angefangen zu arbeiten im Gym, auf dem Platz. So, ich denke, diese Momente, wenn machst du einen großen Schritt nach viel Zeit, wie die ersten Tage im Laufen oder die ersten Tage mit Fußballschuhen oder mit dem Ball. Ich denke, diese sind die Tage, dann ich habe mehr genießen. Sportler sagen immer, nach einer schweren Verletzung kommt man stärker zurück. Wo bist du stärker geworden? Was kannst du besser vielleicht als vorher? In meinem Kopf 100%, ich bin besser, weil in dieser Zeit ich habe zu viel gelernt und viele Bücher lernen. Und ich denke, das war auch ein gutes Moment für mich, weil wenn ich war zu Hause Ruhe, ich kann lesen das Buch und immer positiv bleiben. Und ich denke, in ein paar Monaten ich werde auch stark im Fußballplatz sein. So jetzt ich brauche ein bisschen Zeit zu alles so die neue Gefühl haben und so, weil nach einem Jahr ist ein bisschen schwer und ich muss finden die ganze Gefühl auf Fußballplatz. Aber ich denke, in ein paar Monaten ich werde besser sein auf dem Platz. Aber es sieht schon sehr gut aus. Das kann ich dir sagen, also von außen. Nochmal, um dir ein noch besseres Gefühl zu geben, erinnere dich mal dran. Wie war das? Zurück auf den Platz zum richtigen Mannschaftstraining und alle applaudieren. Was war das für ein Gefühl in deinem Leben? Diese war auf die Momente, dann ich habe gewartet die ganze Jahre, so jeden Tag am Bett, wenn ich mache meine Augen so, ich denke über diese Momente, so diese war ein cooles Moment für mich und ich bin sehr glücklich zu das sind. Jetzt stehen wir hier und wir haben einen wunderschönen Blick über Bad Ragaz, über diese Gegend. Wenn du mal in die Zukunft blickst, was siehst du dann für Matteo Morey? Was sind deine Ziele in der Zukunft? Für jetzt meine nächste Schritt, ich denke, ist zu besser geht auf dem Platz und auch die ersten Minuten mit Mannschaft spielen. So, ich warte auch zu viel Zeit für diesen Moment und ich denke, ist nicht zu weit weg. So, es kommt. So, ich bin sehr glücklich, dann das kommt und ich werde das genießen.
Matteo, es macht immer Spaß, mit dir zu reden. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass du verletzungsfrei bleibst und alle deine Ziele erreichst. Vielen Dank. Dankeschön.